ich möchte, dass der Fußball, den wir spielen, mit dieser Stadt zusammenpasst. Nuri Sahin, Cheftrainer von Borussia Dortmund. Wie klingt das für dich? Ja, sehr gut. Klingt anders, hört sich aber sehr gut an und ich freue mich sehr, dass ich mich Trainer von Borussia Dortmund nennen darf, dass ich diese Aufgabe bekommen habe, diese Ehre bekommen habe, ja, und freue mich extrem drauf. Du bist bei Borussia Dortmund in der Jugend gestartet, du warst Balljunge, du hast auf dem Platz deine Spuren hinterlassen. Seit heute bist du Cheftrainer des BVB. Was bedeutet dir das? Ja, allein die Frage an sich ist auch die Antwort schon. Es bedeutet mir die Welt. Jeder weiß meine Bindung, meine Verbindung zu diesem Verein, zu dieser Stadt. Nichtsdestotrotz ist es nicht automatisch, dass man dadurch Cheftrainer von Borussia Dortmund wird. Ich habe mich in den letzten Jahren in die Richtung entwickelt, versucht alles zu investieren, dass ich ein guter Trainer werde, dass ich irgendwann mir auch den Traum erfülle. Und heute ist der Tag gekommen, an dem ich diese großartige Chance bekomme und darüber freue ich mich. Im vergangenen halben Jahr warst du schon Teil des Trainerteams unter Edin Terzic. Ihr seid bis ins Champions-League-Finale gekommen. Was hast du in der Zeit mitgenommen? Ja, sehr viel. Erstmal auch an dieser Stelle, das habe ich ja natürlich auch persönlich gemacht, aber Edin und ich waren ein Team und haben uns auch immer abgesprochen. Ich habe sehr viel Freiraum bekommen in den letzten 6 Monaten. Ich durfte meinen Verein nochmal neu kennenlernen, habe alle Insights bekommen. Edin hat mir wirklich seine Türen komplett da geöffnet, all seine Daten, seine Analysen, sein Training, alles mir geöffnet. Dafür werde ich ihm ein Leben lang auch dankbar sein. Und ich konnte meinen Verein nochmal neu kennenlernen, aus einer anderen Perspektive. Deswegen will ich diese 6 Monate nicht missen. Das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, die leider nicht seinen krönenden Abschluss gefunden hat mit dem Champions-League-Sieg. Aber das war eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Den Spieler Nuri Sahin kennen alle Fans von Borussia Dortmund natürlich schon. Jetzt bist du mittlerweile Trainer. Was zeichnet den Trainer Nuri Sahin aus und was hat dich überhaupt dazu gebracht, Trainer zu werden? Tatsächlich meine Verletzung im Jahr 2015, das war für mich ein Gamechanger-Moment, wo ich dann wirklich diese Leidenschaft, diese Passion bekommen habe, um Trainer zu werden. Natürlich auch angehaucht von den Trainern, die ich damals schon hatte. Und da wusste ich eigentlich, dass ich diesen Weg gehen möchte und habe da ab 2015 ja auch, wie auch viele wissen, auch wenn es ganz klein war, in meiner Heimat in Meinerzhagen angefangen zu trainieren. Und jetzt ja, im Jahr 2024 stehe ich hier als Trainer von Borussia Dortmund und mit meiner großen Leidenschaft. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach der Fußballerkarriere, nach der Spielerkarriere nochmal so eine Leidenschaft haben werde, aber ich bin Feuer und Flamme für diesen Job und stehe jeden Morgen mit einem Lachen auf, wenn ich weiß, dass ich als Trainer fungieren darf. Schwierig in 2 Sätzen zusammenzufassen, aber wie sieht deine Spielidee aus? Wie erwartest du deine Mannschaft auf dem Platz? Ja, die Frage wird ja jedem Trainer gestellt und dann kriegt man ja meistens die Antwort, Ballbesitz, Fußball, wir wollen bestimmen. Ja? Und auch natürlich wird das für uns gelten. Wir wollen aktiv sein, wir wollen den Ball haben, wir wollen entscheiden, in welche Richtung das Spiel läuft und das werden wir jeden Tag hier in Brakel vorleben. Das ist die Grundlage für alles, was dann am Wochenende passiert. Hier muss der Geist geschaffen werden, hier muss gearbeitet werden, hier muss gelitten werden, hier muss gelacht werden, geweint werden, hier muss auch gearbeitet werden und alles werden wir in die Waagschale werfen. Wir brauchen alle Facetten des Spiels. Das moderne Spiel bringt es einfach mit sich, dass du alles abdecken musst. Es bringt Ballbesitz natürlich top, aber das hilft dir nicht nur. Wir werden auch verteidigen müssen. Am Ende wollen wir es schaffen, dass wir immer ein Tor mehr schießen als der Gegner. Ja, ich möchte, dass der Fußball, den wir spielen, mit dieser Stadt zusammenpasst. Ja, Borussia Dortmund und die Stadt Dortmund steht für etwas und das will ich, dass wir jedes Wochenende, wenn wir da in unserem Tempel sind, wenn wir in unserem Stadion sind, dass man das wiedererkennen kann, dass Borussia Dortmund da Fußball spielt.